Willkommen bei Universal Numbers, ich bin Pam Atma. Möchtest du wissen, was dein Potenzial ist, wenn du in einem Jahr geboren worden bist, das die Zahl 7 als Potenzialzahl mit sich bringt? Wie zum Beispiel für jemanden, der im Jahr 1961 oder 1970 geboren worden ist, weil das Potenzial wird abgebildet durch die letzten beiden Ziffern des Geburtsjahres. Und die 7 bringt wie jede andere Zahl auch ganz bestimmte eigene Qualitäten mit sich. Die 7 ist in Verbindung mit dem Mind, mit dem Verstand. Das heißt, wenn du mit dem Potenzial 7 auf diese Welt gekommen bist, dann hast du die Stärken, die Fähigkeiten, gut mit deinem Verstand zu arbeiten. Das heißt, der Verstand kann uns ja einerseits ganz viel erzählen und wir glauben, was der Verstand sagt. Erstmal kann es sein, dass wir uns sogar identifizieren mit dem, was wir denken. Wir glauben das. Aber unser Denken ist natürlich total geprägt worden von dem, was wir in der Vergangenheit erlebt haben, wie wir Dinge erfahren haben, das, was uns auch eingetrichtert worden ist, das, was wir an Glaubenssätzen etabliert haben. Und der Verstand kann uns dienen, der Mind kann uns dienen oder er kann unser schlimmster Feind sein, indem er uns sozusagen total auf Abwege bringt und weg von dem, wer wir wirklich sind. Aber das Potenzial ist es, das, was du in Wahrheit bist. Das ist dein Sein. Und wenn du die Fähigkeit mit der 7 mitbekommen hast, gut mit deinem Verstand zu arbeiten, deinen Verstand transparent zu machen, zu verstehen, so denkt mein Verstand, das bin nicht ich. Und wenn du den Mind dann auch gut trainieren kannst, das heißt, so dass er für dich arbeitet, so dass er für dein Sein da ist, dass er sich ausrichtet an dem, wofür du gekommen bist, hierher in diese Inkarnation, dann ist es, dass du dein Potenzial für dich hebst und für dich einsetzt und zur Entfaltung bringst. Und der Verstand, der Mind, der kann ganz schön tricky sein, aber er kann uns eben auch als besten Freund dienen. Das heißt, wenn du verstehst, ja, meine Vergangenheit ist passiert, damit ich etwas daraus lerne, damit ich mich weiterentwickle, damit ich daraus verstehe, was ist es denn, welcher Schatz liegt denn da drin? Wie kann ich denn die Vergangenheit so aus einem neuen Blickwinkel betrachten, dass ich die Vergangenheit wertschätzen kann? Und dass du das, was du erlebt hast, auch wirklich für dich einsetzt. Ja, wir können natürlich unser ganzes Leben lang darüber lamentieren, wie schlimm die Vergangenheit war. Dann würden wir den Verstand gegen uns einsetzen. Oder wir sehen, okay, das ist es, was ich daraus lernen konnte, was ich daraus lernen durfte. Das ist es, was der Schatz darin ist. Ich wertschätze die Vergangenheit. Ich habe Verständnis dafür, dass jeder in der Vergangenheit nur das getan hat, was er oder sie tun konnte. Wir haben immer das Beste getan, was wir tun konnten. Das ist so wichtig, dass wir uns das vor Augen führen, was wir in dem Moment tun konnten. Und da kann auch Verständnis aufkommen für mich, für den anderen und auch eine vergebungsvolle Haltung dadurch entstehen, indem ich das Verständnis habe, ich konnte nur so handeln. Das war mein Bewusstseinszustand zu diesem Zeitpunkt. Der oder die andere konnte nur so handeln, wie er handeln konnte zu diesem Zeitpunkt. Das war der Bewusstseinszustand in dem Moment. Und das ist die Qualität der 7, eine der Qualitäten, dieses vergebungsvolle, verständnisvolle, freundlich, gütig, auch erbarmungsvoll zu sein, barmherzig zu sein, zu verstehen, das war so und es gibt einen Schatz darin, ich kann was daraus lernen. Also die 7 bringt auch Hoffnung mit, Zuversicht mit, Wohlwollen mit, uns selbst gegenüber wohlwollend zu sein, dem anderen gegenüber wohlwollend zu sein. Ja, es geht immer in beide Richtungen. Und damit können wir auch, oder
insbesondere jemand mit Potenzial 7, dann auch Verstrickungen loslassen, Glaubenssätze auflösen und, wie ich schon sagte, den Verstand für dich arbeiten lassen, sodass es dem dient, wofür du hier bist und dein Potenzial zur Entfaltung kommen kann. Ja, wenn du Unterstützung brauchst, wenn du sagst, okay, vom Verstand her kann ich das nachvollziehen, dass die Vergangenheit so war, wie sie war. Vom Verstand her habe ich Verständnis für den anderen, habe ich auch Verständnis für mich, aber es ist noch nicht richtig in meinen Zellen angekommen, in meinem ganzen System angekommen. Dann können wir daran arbeiten. Wir können Glaubenssätze transformieren. Wir können deinen Mind transparent machen und für dich arbeiten lassen, sodass er dir dient. Und es ist von unschätzbarem Wert. Das ist von unschätzbarem Wert, wenn wir unseren Mind für uns einsetzen können und wenn wir den Schatz greifen können aus der Vergangenheit, den es zu verstehen gilt wirklich. Weil verstehen im Englischen heißt understand. Understand. Ich stelle mich drunter. Ich habe das Verständnis und stelle mich drunter. Es hat seinen Sinn gehabt. Wenn wir diesen Sinn ergreifen, dann kann sich was transformieren, dann kann sich was drehen. Also wenn du darin Unterstützung brauchst, herzlich gern. Ich bin für dich da. Sprich mich an, schreib mir eine E-Mail. Wir können daran arbeiten, dass dein Verstand für dich arbeitet. Und ich danke dir, dass du Interesse daran hast, dein Potenzial dir näher anzuschauen. Und dein Potenzial zu entfalten ist das Wunderbarste, was du für dich und für andere tun kannst. Denn dann bewegst du dich Richtung Bestimmung, Richtung deiner Bestimmung, deinem Beitrag, wofür du hier bist. Dafür danke ich dir. Und wenn du magst, abonniere gerne den Kanal, wenn das noch nicht geschehen ist. Und ich freue mich auch über deine Kommentare, über unseren Austausch, auch über einen Daumen hoch für dieses Video, wenn es dir gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video, wenn du magst. Sei gespannt auf mehr.